Wenn du dich schon mal gefragt hast, was du als nächstes in deinem Equipment upgraden solltest, also was du als nächstes kaufen solltest, um dein Equipment zu verbessern, um deinen Charakter stärker zu machen, für deine Klasse und deinen Spielstil, dann ist dieses Video jetzt hoffentlich die Antwort auf all deine Fragen. Was ich gemacht habe, ist letztendlich, ich habe probiert, ein paar Prioritäten festzulegen. Das heißt, was ist wichtig, was ist eher unwichtig, was ist sehr wichtig und was ist vielleicht sogar vollkommen egal. Und das sind einfach Sachen, die man so ein bisschen wissen muss, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln soll. Und wie gesagt, für Leute, die jetzt wirklich gar keine Ahnung haben, und ich kriege solche Fragen sehr häufig, deswegen mache ich das Video, ist es vielleicht eine ganz gute Hilfestellung, was denn zum Beispiel nicht wirklich was bringen würde, wenn man da sein Geld investieren würde als nächstes und was sich vielleicht sehr lohnen würde, vor allem wenn man da bisher noch gar nichts investiert hat. Deswegen hier oben rechts schon mal die Legende. Wir haben hier 3, ist sehr wichtig, 2 ist wichtig, 1 ist nicht so wichtig, heißt aber nicht egal. Und 0 heißt wirklich, das kann man eigentlich komplett ignorieren. Nuller sind entsprechend ziemlich selten, kommen also kaum vor. Aber es gibt auch bei manchen Klassen das ein oder andere, was tatsächlich egal ist. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen es jetzt einfach für jede Klasse durch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas hinterfragen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und also dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, falls ich das jetzt im Folgenden nicht machen sollte. Und wir sind jetzt erstmal hier oben. Warum sind hier nur 5 Klassen aufgelistet? Ganz einfach, weil die 3 Magier, Ringmaster, Psykeeper und Elementor fehlen. Warum? Ganz einfach, weil bei Ringmaster, Psykeeper und Elementor ist die Regel an für sich immer die gleiche, weil bei einem Magier spielt es eigentlich keine wirkliche Rolle, ob er jetzt AOE oder 1v1 ist. Also geringfügig ja, aber ich habe es wie gesagt probiert, relativ allgemein zu halten, jetzt nicht zu speziell auf einzelne Spielstile einzugehen. Und tatsächlich ist es bei Ringmaster, Elementor und Magier wirklich fast immer gleich. Es ändert sich minimal etwas. Von dem her dachte ich mir, kann man das jetzt erstmal so zusammenfassen, dann ist es, denke ich, leichter verständlich, vor allem für neue Spieler. Ja, und ihr werdet schon sehen, für die meisten ist es ähnlich, deswegen sprechen wir jetzt, wie gesagt, erstmal 1v1 durch und dann schauen wir uns das AOE an, denn da gibt es dann ein paar Unterschiede. Also, bei den 1v1s ist es eigentlich fast alles gleich. Fast alles. Und zwar ist ja auch logisch, weil der Spielstil im Endeffekt der gleiche ist. Also der 1v1-Spielstil in Flyth, darunter versteht man in der Regel Crit-Rate, Crit-Damage und alles aufs Main-Attribut, das Schaden macht. In der Regel STR. Der Einzige, der nicht STR macht, ist Ranger, der macht Dex, aber alle anderen machen STR. Und vom Prinzip her funktioniert es immer gleich. Man probiert am Anfang meistens eher mal eine hohe Crit-Rate aufzubauen. Geht natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Und später dann kommt der ganze Crit-Damage, vor allem durchs Equipment auch. Und bei den Upgrades vom Equipment kann man da jetzt natürlich nicht so viel dran machen. Die Equipment-Upgrades sind größtenteils für den allgemeinen Damage, das heißt einfach für deinen Grundschaden, Elementschaden und so weiter. Und hier haben wir, wie gesagt, eigentlich fast immer das Gleiche. Waffen-Upgrades habe ich jetzt mal als wichtig, nicht als sehr wichtig beurteilt. Es ist schon so, dass Waffen-Upgrades sehr viel bringen, aber das Problem ist bei Waffen-Upgrades vor allem auch, dass sie recht teuer sind. Und in Flyth Universe ist das Schöne, nicht so wie früher in Flyth PC oder im originalen Flyth. Früher ging es ja bis +3 ohne Protects und danach hat man sofort Protects gebraucht, was immer sehr schlecht war. Das heißt, schon +4 war nur mit richtigen Protects möglich oder halt mit einem hohen Risiko, eins von beiden. In Flyth Universe kann man bis zu +6 im Endeffekt ohne Protects machen und entsprechend heißt hier quasi Waffen-Upgrades über +6 haben Priorität 2. Einfach warum? Naja, weil der Unterschied zwischen +6 und +8 ist jetzt nicht so gigantisch oder auch zwischen +6 und +10 ist nicht so gigantisch wie früher von +3 bis +10. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, aber ich würde es jetzt nicht als allererstes priorisieren, eine Waffe +10 zu machen. Ich würde mich erstmal mit etwas weniger Wichtigem zufrieden geben und deswegen ist es hier nicht die oberste Priorität. Dann Waffenelement bei Blade und Knight ist auf 0. Warum? Weil sie jeweils ein Element +1 brauchen und hier heißt es quasi Waffenelement plus und damit ist im Endeffekt gemeint, höher als +1 basically. Also +1 ist ja mehr oder weniger gratis und geschenkt, deswegen würde ich das jetzt hier nicht großartig erwähnen. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass ihr es habt, aber ihr braucht es halt nur auf +1, deswegen habe ich das jetzt hier mit Nullern reingemacht, weil ihr braucht auf jeden Fall kein +10. Bei Jester, Ranger, Billposter ist es so, da braucht ihr schon +10. Und es macht tatsächlich auch einen riesigen Unterschied. Also hier ist das Waffenelement tatsächlich sehr wichtig. Nicht unbedingt wichtiger als das Waffen-Upgrade, aber es ist halt wichtig, dass ihr es auf jeden Fall habt. Also wirklich überhaupt habt, weil das viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben. Und auch das gleiche wie bei den Waffen-Upgrades, mindestens +6 eigentlich, beziehungsweise +5, wenn man es nicht ganz so viele Ressourcen hat, aber langfristig dann eigentlich auch +6 machen. Und es ist auf jeden Fall extrem wichtig, weil das ist Schaden, der mehr oder weniger gar nicht existiert, der durch das Element-Upgrade überhaupt erst zustande kommt.
und deswegen einfach eine sehr große Rolle spielt und euren Schaden wirklich extrem erhöhen kann. Waffensockel habe ich jetzt hier überall mit 1 bewertet. Ich persönlich habe das so und ich sehe das auch immer wieder bei Equipments, die ich mir angucke. Die meisten Leute haben Sockel jetzt nicht so priorisiert im Equipment. Und wenn man sich die Karten in Flash Universe anschaut, macht das auch durchaus Sinn. Erstens sind die Karten Level beschränkt, das heißt, man kann nicht in jedem Level jede Karte sockeln. Also zum Beispiel mit Level 60er Waffe kannst du nicht mit einer A-Karte sockeln, zum Beispiel, die den höchsten Wert geben würde. Und entsprechend braucht man erstmal sehr gutes Equipment oder High-Level-Equipment, um überhaupt die besten Karten verwerten zu können. Und dann ist es so, dass es extrem teuer ist tatsächlich. Und entsprechend bekommt ihr preis-leistungstechnisch nur wenig Value aus Waffensockeln im Vergleich zu Element-Upgrade oder den normalen Waffen-Upgrade. Entsprechend ist es nicht so wichtig. Früher oder später sollte man sich aber natürlich drum kümmern. Dann Waffenerweckung ist bei 1v1 tatsächlich komplett egal, braucht ihr theoretisch nicht. Gibt natürlich spezielle Fälle, wo man es dann natürlich trotzdem irgendwo gebrauchen kann, aber wir reden jetzt hier vom normalen Standardfall, vom 1v1 Damage und da braucht man es auf jeden Fall nicht. Ohrringe habe ich mit 3 bewertet. Ohrringe sind extrem wichtig. Wenn ihr euren Schmuck upgradet, dann auf jeden Fall immer erst die Ohrringe bei einer 1v1-Klasse. Die machen für euch den meisten Unterschied in eurem Damage-Output. Im Vergleich zu den Ringen, vor allem bei Ranger ist es so, Dex bringt verhältnismäßig extrem wenig beim Ranger, noch viel weniger als STR bei den anderen Klassen. Entsprechend hier immer auf die Ohrringe gehen und danach erst auf die Ringe. Ringe sind nicht unwichtig. Ranger könnte man fast zu einer 1 machen, theoretisch, aber macht jetzt keinen so großen Unterschied, sag ich mal. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall Ohrringe immer über Ringe priorisieren. Dann Set-Sockel, die sind wiederum extrem wichtig. Natürlich so viele wie möglich, 4 ist das Maximum und grundsätzlich ist so ein Ding, also ab Level 105, sage ich zumindest immer, sollte man schon mindestens 4 Sockel mit 16% haben und das zeigt einfach, wie wichtig die sind. Die erhöhen halt einfach euren Grundschaden, wie schon gesagt, eure Grund-ATK, darauf basiert im Endeffekt auch viel von eurem Schaden und das ist wirklich wichtig, dass man da von Anfang an möglichst was hat, zumindest 2 Sockel, im Early Game 2, 3 Sockel und dann wirklich, wie gesagt, ab 105 will man eigentlich mindestens 4 Sockel mit ATK haben, weil darauf, wie gesagt, alles andere mehr oder weniger aufbaut. Set-Upgrade wiederum ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Das ist ähnlich wie bei den Waffen-Upgrades, also es ist nicht unwichtig. Also plus 5 ist, wie gesagt, dieser absolute Standard in Flash Universe, was halt echt geil ist, weil es so verhältnismäßig einfach und günstig ist. Plus 6 hier wieder das gleiche. Wenn man ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung hat, kann man das auch easy noch mit Low-Products machen. Und das heißt, bis plus 6 braucht man nicht mal richtige S-Products kaufen, was einem auf jeden Fall eine Menge Geld spart. Auch beim Set-Upgrade ist es halt so, preis-leistungstechnisch ist es schwierig, weil man schon sehr viel Geld investieren muss, zum Beispiel für ein Set plus 8 mit 4 Sockeln. Das sind wir wieder beim Thema Preis-Leistung, um hier wirklich eine riesige Value rauszuziehen. Aber ich sag mal so, auch hier mit 105 spätestens sollte man anpeilen, ein Set plus 8 zu haben. So, wir sind in dem unteren Teil der Tabelle und wir schauen uns wieder die gleichen Klassen an wie gerade eben. Blade Knight, Jester, Ranger, Bill Poster. Bei den Waffen-Upgrades ändert sich hier eigentlich wenig bis gar nichts. Das könnt ihr eigentlich, was ich vorher gesagt habe, mehr oder weniger übernehmen. Also plus 5, plus 6 sollte man grundsätzlich immer haben eigentlich, was so günstig ist und nicht sehr viel schlechter als das, was danach kommt. Und genau, wenn man halt irgendwann mal genug Geld hat und das restliche Equipment auf einem gewissen Stand ist, dann sollte man es aber trotzdem auch angehen, weil es ist natürlich trotzdem Damage, den man hier mitnehmen kann. Waffenelement ist dann so, nur Ranger profitiert beim AOE-Damage, ist ja das Wichtige. Und zwar durch Flame Arrow am meisten und damit Feuer plus 1. Feuer plus 1 ist hier die Empfehlung, man braucht es aber auch nicht höher als plus 1. Das heißt, es ist ähnlich wie Feuer bei Blade und Knight. Plus 1 ist schon der Maximalschaden und entsprechend muss man sich als Ranger noch merken, okay, Feuer plus 1, alles danach unwichtig. Deswegen ist das hier trotzdem mit einer 0 markiert, obwohl es grundsätzlich nicht egal ist, aber die Upgrade-Stufe ist halt egal und deswegen plus 1 reicht. Dann Waffensockel habe ich jetzt hier mit einer 2 drin. Um das zu erklären, eigentlich ist es natürlich wie gerade eben, dass Waffensockel preis-leistungstechnisch nicht so gut sind. Allerdings ist es bei den AOE-Klassen so, dass man schwieriger an, sag ich mal, Damage kommt. Also zum Beispiel durch Pets und so weiter hat man nicht den gleichen Wert an Damage, in Anführungszeichen, also zumindest nicht bei diesen Klassen, wie bei den 1v1-Klassen. Also du kannst zum Beispiel kein 30% Crit-Rate-Pet haben oder ein 40% Crit-Damage-Pet. Bei AOE-Klassen ist das ein bisschen komplizierter. Und entsprechend, also sage ich mal in Anführungszeichen, brauchen die eher Sockel, die ihnen zum Beispiel einen Damage-Bonus geben oder vielleicht sogar einen HP-Bonus, wobei ich glaube, die meisten präferieren eher Damage, um hier noch ein bisschen Damage rauszukitzeln. Aber es ist eher fürs High-Level gedacht trotzdem. Also hier bedenken, Waffensockel sind immer High-Level eigentlich angedacht, zumindest so wie ich das sehe. Das heißt, es ist zwar als 2 markiert,
Im Low-Level wäre es eher eine 1 oder eine 0. Da würde ich mit Sockel nicht so viel Zeit verschwenden. Gleiche Logik wie vorher. Die meisten Karten kann man sowieso nicht verwenden und so. Und es ist relativ teuer. Aber im High-Level gehen einem dann irgendwann die Optionen aus, das AOE noch wirklich sein Damage irgendwie zu pushen. Vor allem, weil halt die Damage-Pad-Option mehr oder weniger bei den meisten so ein bisschen fehlt. Oder nicht fehlt, aber halt nicht so viel Impact hat wie bei den 1v1-Klassen mit Crit-Rate und Crit-Damage. Und entsprechend würde ich halt hier sagen, es ist ein bisschen wichtiger, Fähigkeitsschaden oder Main-Attribut nochmal durch Sockel zu erhöhen. Dann Waffenerweckung ist ultra wichtig. Bei Waffenerweckung ist bei AOE eine der wichtigsten und größten Damage-Quellen. 25% Damage zum Beispiel bei Flame Arrow oder bei Burst Crack kann euren Damage extrem erhöhen. Entsprechend ist das super wichtig und eigentlich das Wichtigste bei einer AOE-Klasse. Dann beim Schmuck ist es so, ist nicht unwichtig, aber da kommt es halt erstmal auch drauf an, was für einen Schmuck man überhaupt trägt. Das ist schon mal die erste Frage. Und dann ist es halt so, es ist auf jeden Fall wichtig, aber Ohrringe und Ringe jetzt wirklich abbiegen gegeneinander. Also ich würde sagen, sie sind relativ gleich auf. Kommt, wie gesagt, auch wieder ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Allerdings ist es halt hier so, warum die Ohrringe nicht mehr ganz so viel Impact haben, ist halt, weil alle AOE-Skills grundsätzlich natürlich mit dem Schaden allgemein basieren, skalieren, aber halt hauptsächlich aufs Hauptattribut skalieren. Und deswegen ist hier der Vorteil von den Ohrringen so ein bisschen kleiner oder gar nicht mehr vorhanden, weil die AOE-Skills eben mit dem Main-Attribut skalieren. Das heißt, hier würde ich Ohrringe und Ringe ungefähr gleich werten und ja, würde beides als wichtig einordnen, aber halt nicht überlebenswichtig. Was wiederum überlebenswichtig ist, sind wieder die Set-Sockel. Gleiches Prinzip wie vorher. Hier nicht unbedingt immer Schaden. Viele Klassen würden hier vielleicht eher HP-Rate sockeln. Kommt auch immer aufs restliche Equipment an und aufs Level an. Aber grundsätzlich Sockel sehr wichtig. Und Set-Upgrade ist halt hier wieder so eine Frage. Preis-leistungstechnisch, wie viel Sinn es macht, hier sich hier schon früh zum Beispiel ein Set plus 8 zu holen oder sogar plus 10 zu holen. Kommt auch auf die Klasse an. Ranger wäre jetzt wahrscheinlich so eine Klasse, wo man sagen kann, okay, ich brauche nicht unbedingt ein Set plus 10, weil Ranger halt von Grund auf eine hohe Block- und Ausweichrate hat und damit halt bessere Überlebenschancen. Knight genau das gleiche. Knight ist von Haus aus extrem tanky. Kann man auch sagen, der braucht es nicht unbedingt das Set plus 8. Wohingegen man sagen könnte, okay, der Bill-Poster vielleicht sogar schon eher, weil er vielleicht ein bisschen fragiler ist als die anderen. Aber ich würde es grundsätzlich trotzdem nicht als allerwichtigstes bewerten, genau wie vorher. Plus 6 am Anfang reicht auf jeden Fall, plus 5, plus 6. Und auch hier ab 105 spätestens will man dann plus 8 anpeilen. Und erst im Late Game ist es wirklich so, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich ein Set plus 10 haben. Also es ist erstmal wichtig, nie unwichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Ja, und dann kommen wir endlich zu den 3 Mages, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Ringmaster, Psykeeper und Elementor. Bei Ringmaster und Psykeeper und Elementor ist es ein bisschen anders als bei den anderen Klassen, weil die funktionieren einfach anders, dadurch, dass es Magier sind und keine Kämpfer. Das ist in Flyff so eine grundsätzliche Unterscheidung, ob jemand ein Magier oder ein Kämpfer, wie gesagt, ist. Bill-Poster, by the way, ist so dieser Zwischenschritt zwischen Magier und Kämpfer. Bei Bill-Poster kann theoretisch beides sein. Zum Beispiel ein Int-AOE-Bill-Poster kann genauso ein Magier sein oder ist genauso ein Magier wie ein Ringmaster zum Beispiel. Allerdings ist dieser Spielstil extrem selten und die allermeisten spielen ihn als Kämpfer. Von dem her kategorisiere ich ihn auch in der Regel als Kämpfer und nicht als Magier, aber grundsätzlich ist er eigentlich auch ein Magier, ein halber Magier sozusagen. Psykeeper, Elementor und Ringmaster, wie gesagt, die eigentlichen, richtigen Magier. Hier ist es so, dass die Waffen-Upgrades grundsätzlich keine so große Rolle spielen. Die machen verhältnismäßig keinen so großen Unterschied beim Schaden. Warum genau das so ist, will ich jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen. Ehrlich gesagt, weil ich es auch gar nicht so gut erklären könnte, wenn ich es probieren würde. Wichtig ist einfach nur zu wissen, es macht keinen so großen Unterschied. Heißt nicht, dass es keinen Unterschied macht, das ist nicht egal, aber es ist nicht so wichtig. Also hier gilt tatsächlich das Prinzip, grundsätzlich, wenn ihr das Geld nicht zur Verfügung habt, dann braucht ihr auch das Upgrade nicht höher als plus 6 machen. Also mein Elementor zum Beispiel hat lange Zeit, ich glaube, der hat sogar immer noch eine Waffe plus 8. Und ich habe mal einen Damage-Test gemacht, da habe ich sogar auch ein Video dazu, wenn ich es finde, verlinke ich es euch noch, wo ich wirklich getestet habe, was macht jetzt der Unterschied zwischen plus 1 und plus 5 zum Beispiel, oder plus 3 und plus 5 oder so habe ich getestet. Und es war wirklich extrem wenig. Es war eine einstellige Prozentzahl, wo sich mein Damage verändert hat durch mehrere Prozente Schaden in der Waffe. Und da hat man einfach gesehen, okay, spielt offensichtlich keine wirklich große Rolle. Vor allem preis-leistungstechnisch extrem schlecht. Wenn man genug Geld hat, wenn man im High-Level ist, wenn man nichts anderes mehr upgraden kann, dann sollte man es machen, weil es ist nicht egal. Aber es ist definitiv nicht wichtig. Dann Waffenelement ist grundsätzlich bei Psykeeper und Ringmaster absolut vollkommen egal. Elementor reicht auch Element plus 1.
Das heißt, hier reicht es zum Beispiel Wasser +1 zu machen, um seine Poison Cloud zu verstärken oder auch Blitz +1, um seinen Electric Shock zu verstärken. Also da macht man immer das Element drauf von dem Skill, den man am häufigsten benutzt oder der den meisten Schaden macht oder in der Regel auch der Skill, den man als Skillerweckung hat, weil es einfach Sinn ergibt. Dann die Waffensockel von den 3 Magiern. Da ist es eigentlich genau wie bei den anderen AOE-Klassen. Preis-leistungstechnisch vor allem im Early Game nicht so gut, aber vor allem im Late Game extrem wichtig. Vor allem Ringmaster profitiert doppelt. Also Ringmaster muss ich eigentlich fast zu einer 3 machen im Late Game, weil er einfach doppelt profitiert von Int. Seine Buffs werden stärker und sein Schaden wird höher als AOE. Ringmaster, deswegen profitiert Ringmaster da wirklich extrem von. Außerdem wird auch sein Heal stärker. Also Ringmaster profitiert von Int so gewaltig, das ist richtig krass. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, es ist nicht ultra wichtig, nicht das Wichtigste, aber es ist schon wichtig, ja, es ist schon wirklich nicht zu verachten. Was aber wie auch bei den anderen Klassen auf jeden Fall viel wichtiger ist, ist die Waffenerweckung. Auch hier ist es wieder so, ein Großteil eures Schadens basiert im Endeffekt darauf, oder das Gefühl, wenn ihr spielt, ist deutlich besser, wenn ihr eine gute Waffenerweckung habt und da einfach extrem davon profitieren könnt, wenn ihr bis zu 25% mehr Damage von eurem Main-Skill habt. Ist natürlich nicht so einfach zu bekommen, vor allem bei Psyche und Elementor ist die Wunscherweckung in einem hohen Maße zu kriegen, also zum Beispiel plus 25%, extrem schwierig und extrem kostspielig, aber es lohnt sich halt auch extrem. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall eine hohe Priorität drauf legen, nicht unbedingt selber rerollen bei Psyche und Elementor, sondern lieber gucken, dass man eine möglichst fertig gerollte Waffe kauft mit einer sehr guten Waffenerweckung, weil das einfach wirklich sehr viel Unterschied macht. Ohrringe wiederum sind bei den dreien, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, nicht so wichtig, könnt ihr selber ausprobieren. Der Zusatzschaden von Ohrringen ist bei Magiern in der Damage-Verwertung nicht so gut. Deswegen wäre das jetzt ja auch wieder sowas, ähnlich wie bei den Waffen-Upgrades, macht man eher zum Schluss. Also Ohrringe erstmal ein bisschen vernachlässigen. Ringe sind dafür umso wichtiger. Der meiste Schaden von Magiern basiert auf Int. Einerseits durch die Skill-Skalierung, einerseits einfach darauf, dass Int im Endeffekt mehr oder weniger fast das Einzige ist, was seinen Schaden wirklich erhöhen kann. Entsprechend hier auch wieder super wichtig, vor allem bei Ringmaster natürlich. Profitiert wieder doppelt von Int zum Beispiel. Also ja, einfach sehr, sehr wichtig. Wenn ihr auf Schmuck geht, dann definitiv auf die Ringe. Set-Sockel, auch hier wieder das gleiche Spiel wie vorher. Brauchen wir einfach wichtig, immer in jeder Situation, egal ob Angriff oder Verteidigung oder HP, wie auch immer. Und Set-Upgrade auch hier. Am Anfang reicht es erstmal plus 5, plus 6. Im Mid-Game ab 105 dann will man plus 8. Und dann im Late-Game plus 10 kann man tatsächlich drüber streiten bei Psyche und Elementor. Wenn sie jetzt nicht zwingend Face-Tank AOE spielen, braucht man es theoretisch nicht unbedingt. Aber langfristig ist natürlich schon etwas, was man grundsätzlich in Flife einfach haben will. Set plus 10 gibt einfach gute, solide Werte, die man auf jeden Fall gebrauchen kann in vielen verschiedenen Situationen. Aber weil es eben nicht das Wichtigste ist, auch hier nur als 2 bewertet. Also sollte man sich irgendwann definitiv darum kümmern, aber auf jeden Fall nicht als erstes. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren jetzt die Equipment-Upgrades. Warum ich Pet-Upgrades nicht mit reinbezogen habe, ist einfach, weil Pets ein schwieriges Thema ist, weil man es halt wirklich eigentlich für jede Klasse einzeln bewerten muss und für jeden Spielstil einzeln bewerten muss. Und dann kommt es halt wirklich auch stark darauf an, wie das restliche Equipment aufgebaut ist. Also ich würde sagen, Pets ist das, was am meisten davon abhängig ist, was habe ich denn eigentlich schon. Weil man kann zum Beispiel immer sagen, okay, ich gehe jetzt eher auf Damage-Pet oder bei AOE-Klassen zumindest oder eher auf HP. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen zu sehr abhängig davon, überhaupt welches Pet man eigentlich benutzt. Und deswegen habe ich es jetzt hier erstmal nicht mit aufgenommen, weil ich glaube, das würde den Rahmen etwas sprengen und würde es auch ein bisschen zu sehr verkomplizieren. Wir haben uns jetzt erstmal an die allgemeinen Upgrades gehalten. Pets grundsätzlich sind auf jeden Fall wichtig, also kann man sich auf jeden Fall auch immer gönnen. Kommt aber wie gesagt auch auf den Spielstil an, dass zum Beispiel ein Crit-Rate-Pet im niedrigen Level macht schon extrem Impact, während ein Fuchs mit 5 Int nahezu keinen Impact hat und von dem her ja, kann man das wie gesagt schwierig sagen. Allgemein, ob Pets jetzt so wichtig sind oder nicht, müsste man wirklich extrem einzeln bewerten und abhängig wie gesagt vom restlichen Equipment. Außerdem können Pets auch sehr kostspielig sein, also von dem her habe ich das jetzt hier erstmal rausgelassen. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video weiterhelfen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flife Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.